Dies wird eines der meistverkauftesten Fahrzeuge, Fahrräder, E-Bikes werden im Jahr 2021, wenn Husqvarna genug liefern kann. Ja, so sieht's aus. Hier ist Nico Ockenfels. Ja, grüß dich, Nico. Ich bin mal ganz weit unten, denn auf der Stufe dieses Fahrrades sich zu begeben, das macht Sinn, um die wahre Größe dieses Gefährts zu zelebrieren, zu feiern für die ganze YouTube- und Fernsehgemeinde. Denn das ist wirklich ein großer Wurf. Für sage und schreibe gerade mal 4.399 € bekomme ich ein ausgewachsenes, ja schon fast High-End-Fully. Ja, es ist der Einstieg in die Mountain Cross-Serie bei Husqvarna. Mountain Cross 150 mm Federweg. Das HC, was wir eben gezeigt haben, haben ja 180. Und hier haben wir natürlich ein Rad, was All-Mountain-lastig ist. Das heißt also ein gutes Tourenfully mit genügend Reserven, durchaus auch mal Bikepark-tauglich, also auch mal eine strammere Abfahrt. Das zeichnet eigentlich die MC-Serie aus. Wir gehen jetzt ins 3. Jahr mit dieser Rahmenform bzw. diesem Design. Wie eben auch schon gesagt gehabt, die Farben sind sehr ähnlich gehalten. Dieses Grau, der Graufarbton ist neu in diesem Jahr, aber auch die rote Wippe oder ähnliches, das ist eigentlich gleich geblieben. Also designmäßig hat sich da nicht so viel geändert. Aber man muss halt wirklich sagen, dass das Bike jetzt auch schon im vergangenen Jahr relativ früh ausverkauft war. Wir quasi jetzt knapp gute 5 bis 6 Monate keine Husqvarnas in diesem Segment anbieten konnten, weil der Markt komplett leer war. Die längere Lieferzeit kam einfach durch den neuen EP8-Motor, der auch bei dem Einstiegsmodell schon verbaut ist. Also hier geht Husqvarna konsequent bei allen vollgefederten Modellen auf diesen Motor. Und Besonderheit ist ja ganz klar, dass er jetzt auch 85 Newtonmeter leistet. Er ist deutlich leiser geworden, er ist nochmals kompakter. Wir haben ein Gesamtgewicht von 2,6 Kilo, das ist halt schon wirklich sensationell. Und 630 Wattstunden Akku auch mit verbaut. Das heißt also, ich habe auch einen großen Akku drin, um genügend Reichweite zu generieren. So, wir fangen direkt mal an beim Akku. Wir haben eben probiert, aus beiden Fahrrädern den Akku zu entnehmen. Es ging nicht, weil er war mit einer Torx-Schraube so zugezogen ab Werk. Wahrscheinlich eine Transportsicherung, dass wir ihn nicht entnehmen konnten. Wir haben es mal ein bisschen gelockert. Ja. Und jetzt geht's. Richtig, jetzt geht's. Jetzt können wir es auch zeigen. Das heißt, wir haben hier oben die Rändelschraube, die wir einfach öffnen. Den Hebel ein bisschen umlegen. Und dann kommen wir schlussendlich dann auch schon zu dem Objekt der Begierde. Genau, man kann ihn rausnehmen? Man kann ihn auch rausnehmen, wenn man einen Schlüssel hat. Gut, haben wir jetzt nicht, ist nicht so schlimm. Wir haben den Zylinder hier auf der gegenüberliegenden Seite. Ne? Das heißt, wenn ich den aufmache, entriegelt er leicht und dann kann ich ihn über den Schnapper quasi komplett rausnehmen. Ja, warum ich darauf immer wieder anspreche, es gibt 2 Gründe. Wenn man die Fahrräder transportieren möchte auf einem Fahrradträger, dann ist dieses Akkugewicht natürlich eventuell hinderlich, weil der Fahrradträger das vielleicht nicht packt. Und Punkt B ist, wenn man das sogar offen lässt, dann sehen potenzielle Diebe, der Akku ist nicht drin. Und das ist dann gar nicht mehr so spannend. Also das ist so ich sag mal, so, die Fahrräder werden ja schon gestohlen. Das muss man sagen, wenn man nicht drauf aufpasst. Ja, aber in der Regel ist es wirklich so, wir kennen das ja von Wertgarantie im Durchschnitt, geht sowas eigentlich relativ wenig verloren oder wird geklaut, weil einfach die Leute prinzipiell besser drauf aufpassen. Klar bin ich zu Hause, es wird zu Hause eingebrochen, die nehmen die Räder mit, ist was anderes. Aber ich sage jetzt mal Berlin, Kudamm, ja, das schließe ich nicht mal an eine Laterne an. Da bräuchte ich 4, 5, 6 Schlösser, weil ich muss das Hinterrad sichern, ich muss das Vorderrad sichern, den Sattel sichern, was weiß ich alles sichern. Und ich denke, das ist eher ein Sportgerät. Die Leute arbeiten damit. Man passt drauf auf. Wenn ich vor der Kneipe bin, schließe ich es an. Ich habe es im Blick. Genau, so sieht es eigentlich aus. Und das macht natürlich den Unterschied dann halt auch aus. So, jetzt mal eine Frage. Hier vorne steht ja der große Bruder, haben wir eben im Video gedreht. Das HC7, der Rahmen ist baugleich. Jein. Also du erkennst es ganz gut immer über die Wippen, gerade was den Federweg halt auch angeht. Zum einen steht es drauf, aber die Wippe wird natürlich auch in sich etwas länger, weil wir ganz andere Hebelverhältnisse haben für das Ganze umzusetzen. Du siehst also hier, die Wippe ist deutlich kürzer gehalten, gerade in dem hinteren Teil, und das führt natürlich auch dann schlussendlich zu mehr Federweg. Auch klar, die Federelemente, in dem Fall jetzt die SR Santur Ceron-Gabel oder hinten auch der Santur Dämpfer,
Ja, jetzt werden viele sagen, oh, so viel Geld und dann nur ein Santur-Fahrwerk drin. Die sollen das mal fahren. Die sollen das wirklich erstmal fahren. Also die Performance von Santur ist wirklich gut. Klar, es gibt auch Santur-Einstiegsmodelle, wo man wirklich sagt, okay, das könnte besser sein. Aber hier, das ist ein meilenweiter Unterschied. Also es ist wirklich vergleichbar mit RockShox oder ähnlichen Herstellern. Auch was die Präzision angeht, gerade was die Verstellungen angeht. Ich sag's mal gerade, es klackt sogar. Also hier sieht man das jetzt bei der Zugstufe, das ist so konkret und genau und das kennen wir auch von Fox, RockShox etc. Warte, ich komme mal zu dir auf die andere Seite. Das ist einfach geil. Das ist eine Luftfeder, gell? Das ist eine Luftgabel, genau, also das ist sowieso mit Standard. Hier haben wir ja im Prinzip die Blockierung der Gabel und unten dann schlussendlich halt noch die Zugstufeneinstellung, wie man das bei den klassischen. Also wie bei den großen. Ja, genau. Also jetzt Unterschied Fox zu Santur. Ich sag mal, die einen sagen, es muss eine Fox sein, es muss eine RockShox sein. Ja. Aber ihr habt die jetzt schon sehr lange im Programm, die Santur-Gabeln. Das ist vollkommen okay, je nach Einsatz, oder? Ja, das ist wirklich vollkommen okay. Natürlich ist der Marke fehlt das Image für solche Produkte, aber sie können wirklich solche Produkte auch bauen und auch in der Performance, wie wir das von RockShox oder halt auch von Fox her kennen. Ja, eine Fox-Gabel ist schon nochmal was anderes, das muss man schon ganz klar sagen, aber dann sprechen wir auch immer wieder von einem anderen Preisverhältnis irgendwo. Und hier bei dem Bike, es war im letzten Jahr schon, im vorletzten Jahr war genau das gleiche Fahrwerk auch mit drin und die Performance, also das, was jetzt die Kunden, die wir halt kennen, die so ein Bike gekauft haben, waren wirklich absolut zufrieden mit den Produkten. Kein Ausfall oder ähnliches. Also auch das funktioniert einwandfrei. Vorne 29? Wir haben vorne 29, ja, genau. Weil ich sehe nämlich bei dem Rad drüben waren zweimal 27,5. Genau, da haben wir 27,5, richtig. Und hier haben wir vorne 29. So, was ist der Vorteil 29 vorne? 29 vorne bedeutet halt einfach, dass die Lenkpräzision genauer ist. Das ist der große Vorteil. Also wir kennen hier die Kombination vorne 29, hinten 27,5 vom Motocross-Bereich. Hinten brauche ich einfach die Traktion, die Wendigkeit halt auch. Und vorne geht es wirklich um die Präzision vom Lenkverhalten. Das heißt also gerade durch den breiteren Lenker auch ist das ganze Bike wirklich deutlich aggressiver bzw. genauer. So, das Fahrrad kann ich online bestellen. Ja. Es wird nach Hause geliefert. Wie kommt das dann? Also es kommt ja, wenn es ja angeliefert wird, muss ja zum Beispiel die verstellbare Sattelstütze erstmal eingefädelt werden. Das macht ihr alles. Genau, es kommt immer ganz drauf an, also je nachdem, ob ein Bike mit einem Vorderrad draußen, sprich an der Seite fixiert wird oder ob quasi nur Lenker quer und es quasi in einem ganz großen Karton ankommt. Das ist immer vom Bike abhängig. In dem Fall sind beide Varianten möglich. Wenn wir aber beispielsweise Rahmengröße XL oder so haben, dann schließen wir eigentlich Vorderrad raus, Lenker ab, aus, sondern dann versenden wir eigentlich direkt in einem großen Karton. Du kannst auch abholen, also viele, die sagen, okay, ich bin zwar 2 Stunden weg, aber ich will mir das gönnen, so eine Art Werksabholung wie bei Porsche. Ja. Kann man hier haben, das heißt, man kann selber vorbeikommen. Die Öffnungszeiten hier, wie sind die? Wir sind Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Gerade wenn jetzt auch jemand von weiter weg kommt, immer einen Termin machen, das ist wichtig, damit wir das Rad auch so weit fertig haben, weil es wäre blöd, wenn nachher irgendwas fehlen würde und er 300 Kilometer hier eine Anreise hatte. Das wollen wir dann natürlich halt auch vermeiden. Ja, du liebst die Daten wie Gewicht. Du hast dich bestimmt gut vorbereitet und kennst das Gewicht? Nein. Das ist nicht schlimm. Ich schreibe es rein mit in die Beschreibung. Da steht es mit drin. Denn ich wollte was zeigen, der Rahmen ist aus Alu. Und hier hat man direkt integriert, es nennt sich übrigens Gravity Casting Head Tube, was heißt denn das? Gravity Casting ist im Prinzip die Bauweise des Rahmens. Wir sehen das ja auch hier, wenn man sich einfach mal den Bereich anschaut, wie das gefertigt wurde. Ich meine, das ist ja nicht aus einem direkten Aluminiumblock entstanden, sondern hier geht es über das Hydroforming, wo ich überhaupt solche Dimensionen... Was ist das Hydroforming? Hydroforming ist im Prinzip, dass das Rohr an sich gepresst wird in eine Form und dann natürlich auch solche Ergebnisse rauskommen. Also wir sehen ja hier auch keine direkte Schweißnaht mehr. Ne? Also zum einen ist es verschliffen und zum anderen muss man wirklich sagen, solche Sachen kennen wir mehr aus dem Carbon-Bereich. Aber das geht nochmal gar nicht. Mittlerweile kann wirklich in dem Aluminiumbereich so viel gemacht werden, das ist wirklich sensationell. Ja, das ist krass. Also siehst du keine Schweißnaht, gar nichts. Und ist das jetzt, das Carbon ist nochmal ein Stück leichter, oder?
Ja, es kommt immer auf den Hersteller drauf an. Also Husqvarna selber bietet ja keine Carbon-Möglichkeiten. Wir haben das bei Scott, da haben wir zum einen Aluminium-Varianten und Carbon-Varianten. Da macht schon ein bisschen was aus. Es ist immer die Frage, wie der Hersteller da unterwegs ist. Also Carbon heißt jetzt nicht immer gleich deutlich leichter, sondern kann vielleicht auch was mit Komfort, gerade bei dem Hardtail halt auch ausmachen. Das kommt halt wirklich immer auf den Hersteller drauf an, was er mit dem Material machen will und wo er hin will mit dem Material. Also früher, als ich klein war, da war schon Alu höchste der Gefühle. Ja. Aber die Leute streben ja immer nach mehr, so ist es. Und auch ich habe einen Carbonrahmen, ist halt jetzt mal so, aber der ist auch schon ein bisschen älter. Wenn du mal so nett bist, nochmal aufmachst und das Rad mal gerade aufs Hinterrad hebst, dass man mal drunter gucken kann, dass man auch mal sieht, die Wandigkeit, wie genial das ausgeformt ist. Also man denkt ja, das Ding ist ja aus einem Guss und das ist so, also es sieht zumindest so aus, als wäre es so, du weißt, was ich meine, ein riesen Block. So, aber es ist gar nicht so, denn ich sag mal, das Ganze ist schon Hightech. Ja, definitiv. Also gerade wenn wir hier schon mal so ein bisschen halt reinschauen, unten drunter liegen die Leitungen, die ja quasi hier im Rahmen reinfließen. Das heißt also auch hier schön mit einer Kappe versehen. Es ist ein sauberer Weg. Jede Leitung hat ihre eigene Öffnung und die verlaufen quasi hier oben entlang. Und das natürlich auch nicht direkt mit dem Akku verbunden, sondern wirklich so, vorher war es immer so gewesen, dass es mit einem Klebeband irgendwie fixiert war bei manchen Herstellern. War natürlich nicht so die tolle Lösung. Hier ist das schon eine ganz andere Geschichte und das macht natürlich auch die einzelnen Hersteller dann halt auch irgendwo aus, die sich da wirklich was einfallen lassen und nicht einfach nur alles reinklatschen und Deckel drauf und fertig. Schön ist auch, wie schön das lackiert ist. Also selbst an Stellen, wo man es nicht sieht, ist es wirklich sauber lackiert, aufwendig. Genau, wirklich aufwendig. Gerade dieser Übergang, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt gehabt, der ist wirklich so exakt und genau und das ist halt auch extrem wichtig, weil das würde man halt auch immer direkt und sofort halt auch sehen, wenn das nicht sauber gearbeitet ist. Und das Rot ist auch Lack. Das Rot ist auch Lack, ja. Das heißt, die lackieren so ein kleines Stück extra. Das ist Wahnsinn. Genau, zeig mal unten, das ist dieses Plate, wie ist der Name genau? Ja, die Skinblade, ne? Skinblade. Genau, die den Motor quasi schützt vor härteren Schlägen, ob das jetzt Geröll ist oder ein Ast oder ähnliches. Der Motor ist zwar in sich schon sehr robust, aber es kann ja auch durchaus mal sein, dass ich aufsetze, je nachdem wie die Abfahrt halt auch ist und die Skinblade verhindert wirklich einiges, damit dann noch mehr passiert. Sie ist austauschbar, heißt, wenn sie doch mal dann kaputt gehen sollte, weil der Schlag zu hart war, hat der Motor eigentlich nichts abbekommen, aber die Skinblade ist gebrochen und wird dann einfach ausgetauscht. Das sieht toll aus, wie du das gerade hältst. Ich zeig mal gerade. Das ist aber so die typische Funktion eines Fahrradhändlers. Ich schiebe tatsächlich so die Fahrräder teilweise auch noch in den Laden, oder? Ja klar, wenn es dann auch mal ein bisschen enger wird, ist das der schnellste Weg für ein Fahrrad vorzubewegen. Mach mal. Wie geht das? So, schiebst du einfach noch. Ja. Was noch mit der Bremse ein bisschen. Cool. Ja, jetzt komme ich mit einer These, die ist sehr gewagt. Und du kennst mich, du hast keine Ahnung, wovon ich gerade rede. Nee, ich habe schon Angst. Ist das E-Bike-Mountainbike-Fahren in der heutigen Zeit, bei den heutigen Klimaverhältnissen vielleicht das neue Skifahren? Könnte durchaus sein. Na, wenn man jetzt natürlich sieht, der nächste Skiurlaub, ob der überhaupt stattfinden wird in der aktuellen Situation. Wir haben ja den 9.12.2020. Corona-bedingt gehe ich mal davon aus, dass es nicht so sein wird, dass wir in den Skiurlaub können. Aber guck mal, du hast einen Lift, das ist der Motor, du hast einen Wald, du kannst abfahren auf den Wegen, wie du bist, du kannst dich mit Freunden treffen, du hast die Waldluft, es ist kühl draußen, es ist so still. Es spricht da einiges dafür. Und wenn du etwas Glück hast, du könntest auch so eine Spraydose mitnehmen, ein bisschen Schnee. Ja, das ist so eine Frage, die kannst du natürlich bei den stellen, die eine Liftanlage oder Ähnliches betreiben in den Bergen. Und es geht im Moment nicht anders. Ja, und da siehst du aber auch, dass immer mehr solche Anlagen auch ausgerüstet werden, dass sie Mountainbikes mit nach oben holen. Und weil einfach das Thema Ski dann vielleicht auch ein bisschen rückläufig ist und sie gerade für den Sommer auch eine Alternative brauchen. Aber du hast recht, wir haben generell wenig Schnee ja überhaupt noch. Und das Mountainbike, wir sehen es ja auch in den letzten Wochen. Wir haben jetzt Anfang Dezember, November gehabt und die Nachfrage ist ungebrochen und alle wollen aufs Fahrrad.
Und nicht nur aus dem Grund, um jetzt sportlich aktiv zu sein, sondern vielleicht auch zu sagen, ich fahre damit auf die Arbeit, ne? Und fahre dann kein Auto. Genau, ich fahre auf die Arbeit mit dem MC4 oder MC7. Gut, geht aber, ich kann das Fahrrad ja mitnehmen, kann alles machen. Steckachsen sind hier eingebaut, das ist natürlich selbstverständlich. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht erwähnen, aber jemand, der das noch nicht kennt, das ist eine Achse, oder ich sag mal eine Technik, die unglaublich belastbar ist und auch wirklich funktioniert. Es kann nichts, ich sag mal, abfallen. Nee, also wir haben im Prinzip eine klassische 15 mm Steckachse. Der Vorteil ist halt wirklich, dass das ganze Laufrad in sich von der Verwindung deutlich steifer ist, ne? Also im Verhältnis zur Gabel dann halt auch gesehen. Und die Steifigkeit bringt halt eine bessere Übertragung oder ein Fahrgefühl an den Fahrer dann schlussendlich. Oder auch das, was ich steuere, wird besser oder präziser an das Vorderrad übergeben und dadurch ist das Bike halt auch nochmal besser im Trail unterwegs beispielsweise. Und das ist mittlerweile eigentlich Standard. So, kommen wir mal auf diesen phänomenalen Motor zu sprechen. Nimmst du mal kurz aufs Hinterrad, dass wir es nochmal sehen. Das ist er. Also es ist ein spektakulärer Motor, spektakulär absolut, so eigentlich wie der Bosch Performance Line CX, als er rauskam. Aber bei Shimano wird irgendwie, da sind keine Showgirls, die tanzen, da sind keine, also irgendwie läuft das so alles so ein bisschen unterm Teppich, habe ich das Gefühl. Die bringen Motoren raus, 85 Newtonmeter, die laufruhig sind, die, ich sag mal, die Abschaltung sanft haben wie, keine Ahnung was, und keiner irgendwie schreit laut und sagt, ey, endlich ist der neue EP8 da. Ja, du hast so ein bisschen recht. So was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, ist da Bosch anders unterwegs gewesen. Ist natürlich halt auch so, dass die meisten immer noch nach einem Bosch-Antrieb fragen. Wir sind in Deutschland, deutsches Produkt. Es gibt auch, sage ich mal, deutlich mehr Hersteller, die ein Bosch-Produkt verbauen, wie jetzt ein Shimano. Husqvarna baut konsequent in jedem Rad, egal ob Trekkingrad, Mountainbike, immer Shimano-Motoren ein. Hingegen Cube beispielsweise nur Bosch-Motoren halt verbaut. Ne? Das kommt immer auf den Hersteller halt drauf an, die Zusammenarbeit mit dem Zulieferer etc. Das Konzept, was ja auch darauf aufbaut, wenn ich so einen Motor in ein Rad bringen will, dann switche ich eigentlich nicht zwischen den einzelnen Herstellern hin und her. Also die Marken bleiben dann schon konsequent eher bei dem Produkt oder der Marke, wo es für sie gut funktioniert hat. Zumal mir auch, wenn wir das international sehen, Shimano deutlich breiter aufgestellt ist. Also es gibt ja Länder, da hast du auch keinen Bosch-Service oder ähnliches. Das hast du eigentlich bei Bosch weltweit. Ne? So, Display, auch da. Du darfst mal runterlassen kurz. Dann zeigen wir das mal. Das Ganze ist ein bisschen nüchterner, ein bisschen mehr formvollendet. Also die Form folgt der Funktion. Es ist schwarz-weiß. Man hat da keine wilden Namen von Unterstützungsstufen, sondern einfach nur 3 Balken. Aber der Motor, man muss ihn fahren. 85 Newtonmeter, der geht, du hast mir erzählt, der geht wie Hölle. Ja, der geht wirklich super gut. Vor allen Dingen ist er sehr, sehr leise. Er ist im Vergleich zu einem Bosch nicht so brachial. Trotz jetzt, sage ich mal, den gleichen Eckdaten, 85 Newtonmeter. Da ist der Bosch ja gefühlt wie beim Motorrad Gas geben. Das ist beim EP8 so ein bisschen anders. Das war auch schon beim E8000 so. Das heißt, Shimano möchte immer noch ein natürlicheres Fahrgefühl haben. Und das ist nicht, ich trete ein bisschen rein und es geht gleich megamäßig vorwärts. Das ist auch konsequent immer noch bei dem EP8 so. Aber ist das schon bei der höchsten Stufe, da geht schon richtig was. Ja, also, da geht schon was. Weil du jetzt sagst, ich trete da rein, aber du meinst, dass das Ding quasi von alleine fährt, ganz alleine. Der Schub ist einfach nochmal ein anderer. Dieser Wow-Effekt ist beim Bosch halt einfach noch mehr da. Der ist aber auch nur einmal da, muss man mal sagen. Das ist wie auf der Achterbahn. Ja, das ist richtig. Aber es ist natürlich den Effekt, den ich ja auch oftmals haben will. Okay, der Nachteil ist, der Stromverbrauch ist wesentlich höher, muss man sagen, in dem ganz großen Motor. Und das Ganze hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass viele Leute fahren ja dann auf maximaler Stufe, sind dann trotzdem noch trainiert, muss man sagen. Also oft ist der Puls ja dann tatsächlich über 100 noch oder bei 120, 130. Was viele ja wollen, ist einfach nur Bewegung. Ja. So, und das kriege ich ja mit allen Fahrrädern hin. Aber wer jetzt zum Beispiel sagt, okay, er will beide mal Probe fahren, das geht hier. Ihr habt sowohl den Performance Line CX in einem Fully, als auch diesen hier. Die sollen ja einfach mal testen. Und du sagst, was das Reparaturverhalten angeht von dem Motor, ist der mindestens genauso langweilig wie der Bosch. Das heißt, da geht nichts kaputt. Nee, also gut, im aktuellen Fall kann ich hier nur über den E8000 oder die bestehenden Motoren sprechen. Den E8000 bin ich selber ein anderthalbes Jahr gefahren und den EP8 glaube ich generell von der Philosophie von Shimano, dass der auch halten wird. Also ich habe keine Bedenken, dass das jetzt ein anfälliges Produkt sein wird. Ich zeige mal gerade, da ist eine kleine Karte dran
Was kann die denn, die Karte? Da ist ein QR-Code, warte mal, zeig mal. Das hat die Shimano Marketingabteilung uns geschickt. Echt auf Deutsch sogar, warte mal. Ja. Ist es gar nicht chinesisch. Ist Shimano's japanisch, ja? Sogar mit QR-Code. So, perfekt Tobias, maximales Drehmoment von 85 Newtonmeter, kompakt und leicht, leiser, einfaches Pedalieren. Kommen wir vor wie in der Schweiz. Da heißt auch Grillieren übrigens, statt Grillen. Da ist es auch ein Velo. Ein Velo. So individuelles Fahrerlebnis dank eTube Project App, neu entwickelter Trail-Modus und ein QR-Code, den halte ich mal kurz rein für die App. Denn man kann den Motor mit einer App verbinden. Ganz toll, oder? Bluetooth. Ja, also das ist natürlich auch der nächste Schritt oder beziehungsweise kannten wir auch schon vom E8000 Motor. Ich kann über die eTube-App in dem Fall verschiedene Funktionalitäten einstellen und das ist auch sehr intuitiv, funktioniert wirklich einfach. Also bei dem E8000 war es beispielsweise die Möglichkeiten im Boost-Modus den Unterstützungsgrad in 3 Stufen nochmal zu wählen. Das ging dann für die anderen Modis auch. Das heißt, ich kann in sich wählen, wie stark die Unterstützung dann sein soll. Ich kann also auch in dem Eco-Modus sagen, ich will eine maximale Kraftentfaltung irgendwo haben. Das bietet viele Features. Das Display, wie ja eben bei dem Bike schon angesprochen, ist komplett neu. Es ist gut von der Haptik. Ne? Also es hat einen Lampenschalter, also das ist auch toll, ja, oder? Wenn du hier eine Lampe nachrüstest, kannst du den auch benutzen. Ansonsten die 3 Funktionalitäten, die auch hier nochmal angegeben sind. Ne? Das heißt also die Tageskilometer, die Gesamtkilometer und die Reichweite. Das sehen wir hier, das machen wir über den Knopf. Und das ist zum einen die Reichweite. Jetzt muss man sagen, das System ist nicht komplett voll geladen. Wir haben jetzt in dem Eco-Modus dann halt auch 85 Newtonmeter. Schön. So, ich habe es gerade eben erwähnt, es hat einen Lampenschalter. Es gibt kleine Lampen, die sehr, sehr dezent sind, die direkt angeschlossen werden können an die Batterie, an die Hauptbatterie, die ich nicht nachladen muss. Kriegt ihr das denn hin, diese Lampen so zu montieren, dass die nicht störend sind? Also, dass ich wirklich, wenn ich abends mal, jetzt wird ja schnell dunkel, dann auch eine Lampe dabei habe, das ist kein Problem. Das kriegt ihr hin? Das geht. Also ist es mit Aufwand verbunden, ja, aber die Lampen, die wir dann meistens hier vorne hin positionieren, egal was das ist, ob es eine Busch & Müller ist, eine Lupine, eine Supernova oder ähnliches, sie muss halt natürlich komplett mit dem Antrieb verbunden werden, dass das auch so funktioniert, dass ich auch den Taster dafür nutzen kann. Für die hintere Lösung empfehle ich eigentlich immer ein LED-Rücklicht, ne? Weil das Problem ist einfach das Kabel. Und du hast keine Möglichkeit, durch die absinkbare Stütze ein Kabel zu verlegen oder ähnliches. Ich habe es gemacht mit so einem ganz hässlichen Spiralkabel. Ja, das habe ich so im Kopfhörer. Ja schon, ne? Ja. Schön ist dann anders. Aber hinten ist es wirklich so, die kleinen LEDs brauchen nicht viel Strom. Sie werden per USB geladen. Die blinken auch meistens. Ja. Genau, also von daher ist das eigentlich die Möglichkeit, um da einfacher oder eleganter eine Lösung zu finden, als wieder irgendwo ein Kabel entlang zu führen. Ja, man kann ja auch diesen unglaublich stylischen Helm mit den Leuchtdioden anziehen. Aber es geht ja auch um Sicherheit. Also ich habe gesehen, es gibt sogar Leuchtdioden oder Lampen, die kannst du auf die GoPro-Halterung schrauben, damit die hinten richtig leuchten. Dann bist du am höchsten Punkt. Also Sicherheit geht ja vor. Und wenn ich jetzt mal rausgucke, Uhrzeit, wie viel Uhr haben wir, Nico? Wir haben jetzt 5:04. 5:04 und ich würde mich am liebsten gern in die Saar stürzen, weil in ca. 30 Minuten wird es dunkel. Denn trister am tristesten. Ja. Wie gehst du denn damit um, wenn du jetzt am Wochenende fahren willst? Deine Tochter hat dich noch ein bisschen aufgehalten und du guckst auf die Uhr und es ist 3:45. Du gehst ja noch aufs Bike oder sagst lieber Netflix? Also durchaus. Im Endeffekt ist es ja einfach so, du brauchst eine Beleuchtung. Da ich tendenziell mehr im Wald unterwegs bin, als wie jetzt auf der Straße oder ähnliches, brauchst du Licht. So, gibt es auch Bäume, glaube ich. Ja? Da gibt es auch Bäume, ja. Sehr schön. Also, wir haben uns darüber unterhalten. Licht ist nachrüstbar. Was ziemlich cool ist, eine Multifunktionsaufnahme ist integriert. Die ist hier vorne drin, direkt nämlich im Rahmen drin. Da kann ich nicht nur eine Trinkflasche dran machen, sondern zum Beispiel ein tolles Schloss. Es gibt immer mehr Schlösser, die ich da festmachen kann, genau an der Halterung, damit ich die nicht mehr mitnehmen kann. Ja, was ist denn dein persönlicher Ratschlag bei so einem Fahrrad? Lieber ein Zahlenschloss zu nehmen, weil den Schlüssel, den kann ich nicht vergessen, oder lieber eins mit Schlüssel? Weil ich habe gesehen, im Internet gibt es auch so schöne Nachschlüssel. Ja, ich bin immer noch Freund vom Schlüssel. Finde ich einfach immer noch etwas genauer. Also klar, kannst du mit den Kombinationen spielen, vielleicht hast du Glück und triffst genau. Beim Schlüssel brauchst du halt den passenden Schlüssel. Also, aber ansonsten würde ich das Bike auch nicht allein irgendwo stehen lassen. Wenn du ein Schloss verkaufst, was ist denn so dein Favorit, wenn du persönlich berätst? Hat ja wahrscheinlich jeder Kollege eine andere Meinung. Im Endeffekt ein Faltschloss. Welches? Entweder ein Abus oder ein Drehlock. Welches? Bordeaux. Welches oder dann Bordeaux? Schlussendlich bei Drehlock. Also Drehlock ist das, was wir noch mehr im Sortiment haben. FS 380.
Das wollte ich jetzt wissen. Ich wollte nur mal rausleiern, ob du das auch kennst. Auch die gibt es im Versand? Die sind alle neu. Trelock hat eine komplette Kollektion. Ach so. Ja. Das Schöne ist, auch die bitte bestellen, denn ihr hattet im letzten Jahr keine Faltschlösser mehr lieferbar über einen ganz langen Zeitraum. Im Moment geht's? Im Moment geht's. Also wir haben das Lager massiv aufgebaut, weil wir wissen schon fürs nächste Jahr, es ist nicht nur, dass Fahrräder knapp werden, die Leute müssen sich darauf einstellen, dass es auch im Ersatzteilbereich zu Engpässen kommt, gerade was Shimano, SRAM, Ähnliches angeht. Das klingt ja wie in der DDR, ja. Das heißt, ist aber so. Das heißt, die Nachfrage ist ungebrochen wie bei Wohnmobilen. 70% Zulassungsplus bei Wohnmobilen. Bei Fahrrädern würdest du das locker unterschreiben, oder? Ja, mit Sicherheit. Also da sind wir, glaube ich, auch ganz gut mit unterwegs im Allgemeinen. Aber es ist wirklich so, die nächste Saison wird für uns alle als Händler wirklich eine Herausforderung. Und man kann jetzt nicht sagen, jetzt weiß man alles, was im Corona-Jahr passiert ist und man ist gewappnet. Wir kämpfen wirklich mit den Situationen mit langen Lieferzeiten, auch wirklich in der Ersatzteilversorgung. Ob das jetzt einfach mal nur ein XT-Schaltwerk ist oder Ähnliches. Wir sprechen wirklich von Lieferzeiten von über einem halben Jahr. Und, Achso, vom Schaltwerk. Ja, und das ist dann halt auch nicht witzig. Ne? Das Schöne ist ja dann, wenn du sie auf Lager hast, dann kannst du ja so ein kleines bisschen, jetzt hätte ich fast gesagt, wie der Präsident von der Türkei spielen, aber das sage ich jetzt nicht. Und könntest sagen, hey, du bist ja Kunde bei mir, für dich habe ich es. Ist teilweise auch passiert, muss man sagen, dass du gesagt hast, okay, jetzt kommen Kunden, wollen eine Schaltung haben, aber ich sag mal, gerade das Thema Werkstatt war jetzt ein Thema zu diesen Zeiten, wo ihr gesagt habt, okay, wir müssen erstmal natürlich die eigenen Kunden bedienen, wenn die anderen Kunden kamen, so hattest du sehr viel Wartezeit. Wie sieht es denn aus in der Werkstatt im Moment? Wir sind ja mitten im Dezember. Ist jetzt einer kommt rein und wird sofort bedient? Sofort funktioniert es leider nicht. Also wir haben immer noch einen Vorlauf ungefähr von 10 bis 14 Tagen aktuell. Das verwundert uns selber. Man muss es immer noch mal unterscheiden. Wenn ich jetzt in einem Ballungsgebiet bin, Frankfurt, Berlin, Hamburg, wie auch immer, da ist bei manchem Händler das ein normaler Zustand oder der sagt, Mensch, das ist schnell. Für unsere Verhältnisse ist es wirklich eher so, dass wir sagen, okay, innerhalb von 1 bis 2 Tagen hast du in der Regel einen Termin. Und das ist aktuell immer noch nicht der Fall, weil einfach auch viele Räder, gerade bei uns, neue Räder montiert werden müssen. Wir müssen uns vorbereiten auf die Saison und auch die Reparaturen sind immer noch hoch, weil die Leute auch jetzt immer noch aktiv fahren. Und das führt natürlich dazu, dass die Werkstatt halt auch wirklich komplett ausgelastet ist. Sehr schön. Also, hier steht's. Ich finde es ein tolles Produkt. Gut, über den Preis kann man streiten. Wir haben ja viele Diskussionen im Internet. Muss man denn wirklich 4.000 und x Euro ausgeben? Aber das ist ja Angebot und Nachfrage. Es gibt ja auch Fahrräder, die deutlich günstiger sind. Die haben auch 2 Räder und 2 Bremsen. Und jeder kann sich ja selber entscheiden. Aber hier würdest du sagen, man kriegt ein schönes Bike für die nächsten Jahre, was hält. Die Marke Husqvarna hat ja einen hohen Qualitätsanspruch in der Bike-Branche. Ist das so umgesetzt worden wie bei ihren Sägen? Ja. Also es ist immer wieder verwunderlich, dass Leute reinkommen und sagen, Husqvarna, das kenne ich doch, Motorsägen oder Rasenmäher oder Ähnliches. Und ich frage dann immer, und sind Sie zufrieden mit diesem Produkt? Und zu 100% kommt immer die gleiche Antwort, ja, es ist ein Top-Produkt und würde ich mir auch immer und immer wieder kaufen. Und diesen Anspruch hat man natürlich auch bei den Rädern. Also das ist 1:1 gemünzt und das ist ja auch das, wo für uns dann auch die Entscheidung war, okay, wir nehmen diese Marke mit ins Portfolio vor 4 Jahren und ich bin mit der Entscheidung auch wirklich sehr, sehr zufrieden, weil sie wirklich einzigartige Bikes machen, die eine Top-Performance haben. Sie haben natürlich auch Räder drin, die Stärken und Schwächen haben, aber im Großen und Ganzen ist das Kernsortiment mit dem MC und dem HC wirklich die Modelle, die sich am meisten verkaufen lassen. Prima. So, du hast 2 stationäre Betriebe. Wir drehen gerade in St. Wendel. Das liegt im schönen Saarland. Das liegt in Deutschland, direkt an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Unweit von Hessen, also ihr habt viele Kunden aus Hessen, die auch zu dir kommen. Die Fahrtstrecke von Hessen ist etwa 1 Stunde. Dann ist man hier 1:20 von Frankfurt etwa. Viele kommen ja auch hierher. Man kann diese Fahrräder reservieren. Jetzt ist es ja so, man sollte wirklich nicht zu lang warten. Du hast nicht so viele bekommen. Online gucken. Das Schöne ist, du hast einen Online-Store, der ist recht genau, bei dem ihr wirklich im 10-Minuten-Takt, wenn hier Fahrräder verkauft werden, werden die auch wirklich in Echtzeit ausgebucht aus dem Store, oder?
Echtzeit ist immer so ein schwieriges Wort, aber es geht schon ziemlich schnell. Nur es gibt durchaus mal Überschneidungen, weil gerade bei so einem Modell, wir wissen auch, wenn die Videos laufen, ist die Nachfrage nochmals höher. Wie gesagt, es kommt noch ein größerer Schwung jetzt auch im Januar rein. Da ist jetzt mal so der erste Peak, dass überhaupt mal die Händler Räder bekommen. Ich will auf eins hinaus. Also wenn man das Fahrrad sieht und hat es in seiner Größe, das ist ja das nächste Thema, das muss ja auch noch passen, am besten eine E-Mail schreiben, sagen will ich, oder in den Store gehen, es kaufen. Kann ich im Store eine Anzahlung leisten? Geht das technisch bei deinem Store? Geht nur eine Komplettzahlung. Also was dann geht, ist einfach, dass man Vorauskasse auswählt und dann halt Abholung und dann kann man dann dementsprechend alles weitere vor Ort dann halt auch klären, wenn er es persönlich abholen möchte. Okay, das heißt also, ich gehe in den Store rein, ich suche mir das Fahrrad aus, wähle Vorauskasse, dann bekomme ich eine Rechnung von euch per E-Mail, nehme ich an, oder? Genau. Die Rechnung kommt per E-Mail mit Bankverbindung und dann ist es aber auch möglich, wenn ich in dem nächsten Schritt quasi Abholung wähle, zu sagen, in welchem Store ich hingehen möchte. Das heißt entweder Riegelsberg oder St. Wendel, um das Rad abzuholen. Sehr schön. So, hier steht's. Das Husqvarna MC4 mit dem wunderbaren Shimano EP8. Baujahr 2021. Eigentlich müsste man ja jetzt hier ein kleines Feuerwerk zünden, aber auch das ist ja unzulässig, denn der EP8 wirklich ein ganz toller Motor. Ich denke, wir werden noch viel von ihm hören. Nico Ockenfels, einmal in St. Wendel, einmal in Riegelsberg. Die Saarländer kennen das in der Nähe von Saarbrücken. Aber ganz klar muss man sagen, geräumiger ist es hier, denn das ist der neue Laden, den hast du neu gebaut. In Riegelsberg geht es ein bisschen rustikaler zu, da ist auch der Versand. Da habt ihr mittlerweile sogar in Corona-Zeiten außen noch angebaut. Du lachst, aber ja, ihr habt Fotos davon und ihr könnt beide dorthin gehen. Die Öffnungszeiten noch einmal ganz kurz? Wir sind montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr da und samstags von 9 bis 13 Uhr. Bei der Marke Husqvarna, ganz wichtig, ist in erster Linie in St. Wendel in dem Store. Okay, also hier. Und ansonsten geht online auf wecycle.de. Ein inhabergeführtes Fachgeschäft, keine Kette. Und auch der Nico ist Vater von wie vielen Kindern hast du? Zwei Kinder. Danke, tschüss. Ciao.